master craftsman's skill and vision flew. With hands that toiled, with minds that dreamed, a clock was born, a masterpiece esteemed. Oh, Weber clock, a treasure, with mahogany veneer so fine and fair. Ja, grüß Gott, ich darf Sie heute herzlichst begrüßen hier im Kunsthandel Stefan Andrewitsch in Wien. Heute darf ich Ihnen eine der schönsten und interessantesten und technisch aufwendigsten Uhren präsentieren, die wir in über 40 Jahren unserer Geschäftstätigkeit und als Uhrenspezialisten und Uhrenhändler in Händen halten durften. Es handelt sich um eine Jahresuhr des Matthias Wibral in Wien, einem mährischen, einem tschechischen Uhrmacher, der 1777 in Hodolin, das ist heute ein Stadtteil von Olmütz, geboren wurde, genau gesagt am 12. Februar. Er wurde 22-jährig 1799 Meister im nahen Brünn, das sind etwa 80 Kilometer südlich, und hat sich dann um 1807 auf Wanderschaft nach Wien begeben. Das war damals nicht ungewöhnlich. Es zog die Handwerker in die kaiserliche Residenzstadt Wien. Übrigens seinen Bruder, der interessanterweise auch Matthias hieß und Schneider wurde, seine Werkstatt in der Judengasse hatte auch. Er hat sich niedergelassen in der Nähe des Stephansplatzes in der Wollzeile und hat zwei Typen von Uhren gefertigt, im Besonderen seine Pendeluhren mit Jahresgangdauer, aber auch Präzisionsstanduhren aus Bronze, aus vergoldeter Bronze und in den meisten Fällen versehen mit einem Scherengang. Hochtechnisch, hochpräzise und Uhren von höchster Qualität. Matthias Wibral war unverheiratet und verstarb 1823 in Wien, und in seinem Nachlass, den wir im Landesarchiv gefunden haben, finden sich einiges an Uhrmacherwerkzeug und auch zwei Pendeluhren, die mit je 200 Gulden bewertet waren, damals schon hochpreisige Uhren, was auch darauf schließen lässt, dass die Uhren zu seinen Lebzeiten teuer waren. Sonst hinterließ er einige Kleidungsstücke und einige Fahrnisse nicht von hohem Wert. Seine Verlassenschaft war nicht sehr hoch bewertet, und er hatte auch Schulden, also die Fahrnisse und Uhren, die Aktiva überstiegen die Passiva nicht. Aber nun zu dieser Uhr, die wir freundlicherweise aus einer böhmischen Sammlung aus Pilsen leihweise übernehmen durften, um hier ein Video zu drehen. Es ist eine Jahresuhr mit einem scheinbar kleinen Gewicht, das ist aber nur das Gegengewicht. Die Uhr wird angetrieben hinter der geteilten Rückwand von einem schweren, 10 Kilo schweren Bleigewicht. Die Uhr ist skelettiert. Die Bauweise ist sehr ähnlich den oberungarischen Uhren, im Speziellen des Uhrmachers Johann Lerner in Kaschau. Möglich, dass sich die Meister gekannt haben. Sie hat ein Scheinkompensationspendel, ein wunderbar skelettiertes Werk höchster Präzision, und interessant ist diese feuervergoldete Innenlünette, die Breite, aber auch die Zentralsekunde. Also diese Zentralsekunde bewegt sich ein Jahr. Die Uhr hat eine Gangdauer von etwa
400 Tagen. Interessant ist auch das frühe Mahagonigehäuse mit den ebonisierten Adern und der Tür, die sich in einem öffnen lässt. Die Uhr verfügt über ein Sekundenpendel, hat eine Gesamtlänge von etwa 145 Zentimetern. Man hat einen wunderbaren Einblick auf das Uhrwerk, die Zahnräder, den Anker und kann hier die Uhr genau beobachten. Das Werk, das in Betrieb ist. Der Uhrmacher hat sich hier ganz klein signiert und ungewöhnlich ist, dass er seinen Namen eingebrannt hat. Das war selten der Fall. Wenn Sie sich die Uhr ansehen wollen, hier bei uns in der Galerie, sie wird einige Wochen hier bleiben, dann geht sie zurück nach Böhmen, freuen wir uns über Ihren Besuch. Und mehr zu Matthias Wiebral können Sie in unserer Publikation, die Wand- und Bodenstanduhren, die im November zweibändig erschienen ist, einsehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Oh, April clock, a sight so rare, with mahogany veneer beyond compare, standing tall at 153, a year's duration for all to see. Ebonize banding with Dora-Jar, revealing secrets from near and far, or more gleams in the moment's turn, a symphony of time forever to discern. Dead beat escapement with precision's dance, split drive shaft in a delicate trance, steel pendulum swings in steady grace, measuring moments in timeless space. Oh, April clock in time's decree, with artists